herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. Episode unseres Abenteuers Protos und Bellerophon aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, wir kehren zurück nach unserer Stadt Lykia und schauen mal, was uns dort erwartet. Kaum hat sich die Lage beruhigt, eskaliert sie wieder. Protos hat wieder einen Brief geschickt, in dem wie immer keine guten Nachrichten standen. Von allen Frauen in Griechenland hat Dionysos ausgerechnet Protos Töchtern, deinen Enkelinnen, das Angebot gemacht, seinem Kult beizutreten. Deine Enkelinnen haben töricht abgelehnt, weil sie die Folgen von zu viel Weinkonsum fürchteten. Nun hat Dionysos deine Enkelinnen in den Wahnsinn getrieben. Sie ziehen tobsüchtig durch das Land. Zum Glück kennt ein weiser Arzt namens Melampus ein Heilmittel für die Frauen, aber sein Preis ist Stolz. Protos hat nicht genug Geld und bittet dich unter Berufung auf diesen verfluchten Schwur, die Mittel aufzubringen. Hier in Lykia laufen die Hochzeitsvorbereitungen für Philonoe und Bellerophon. Philonoe hat mit zuckersüßer Stimme gebeten, ob du Bellerophon nicht ein neues Haus in der Stadt bauen kannst. Schließlich, sagte sie, führt Bellerophon schon längere Zeit ein Junggesellendasein und man weiß ja, wie Junggesellen sich um ihren Haushalt kümmern. Sie sagte, Bellerophons Halle zu säubern sei schwieriger, als den Augiasstall auszumisten. Wie könntest du deinem Augenstern einen Wunsch abschlagen? Freilich herrscht auch zu Hause nicht eitel Freude. Echidna, die erbost über den Tod ihrer Tochter Chimera ist, schlängelt sich rachsüchtig der Stadt entgegen. Die 6. Episode dieses Abenteuers trägt den kurzen und prägnanten Titel Rache. Ja, und wieder müssen wir Protos helfen, denn seine Töchter, unsere Enkelkinder, sind dem Wahnsinn verfallen, da sie sich weigerten, dem Kult des Dionysos beizutreten. Eine Heilung wäre möglich, allerdings der Arzt verlangt relativ viel Geld, welches Protos nicht hat, und wir müssen wieder einmal aushelfen. Aber auch in unserer Stadt Lykia bahnt sich etwas an. Echidna, die Mutter von Chimera, ist auf dem Weg, um sich zu rächen für den Tod ihrer Tochter in unserer Stadt. Ja, und Echidna müssen wir auch entsprechend besiegen. Dieses Ungeheuer muss niedergestreckt werden von Bellerophon. Aber nicht nur das, auch unsere Schatzkasse muss mindestens 30.000 Drachmen aufweisen. Und unsere Stadt braucht eine Bevölkerung von mindestens 3.000 Einwohnern. Ja, wieder mal einiges, was uns bevorsteht, und wir kehren zurück nach Lykia. Wir gehen wieder in den Pausenmodus, verschaffen uns einen kurzen Überblick. Ja, in der letzten Episode haben wir unsere Stadt Lykia weiterentwickelt, haben jetzt hier das 2. Wohngebiet auch schon ziemlich weit entwickelt. Ja, wir haben das Heiligtum des Hermes, unseren Stadtpalast und auch das Stadion. Hier haben wir unser großes Wohngebiet der gehobenen Wohnung und im Anschluss daran haben wir das Heiligtum der Hera errichtet. In dieser Bucht haben wir unsere Piere, der Handelspartner, und auch unsere Triremen platziert. Ja, und hier produzieren wir auch Waffen und Wild. Wir haben hier auf dem fruchtbaren Gebiet unsere Olivenbäume und unsere Weizenfarmen und produzieren hier im Anschluss Olivenöl, Holz und auch Skulpturen. Das Gewerbe haben wir allerdings momentan ausgeschaltet. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite unserer Stadt haben wir hier auf diesem fruchtbaren Gebiet unsere Reben, die wir kultivieren, und unsere Schafe, die hier weiden. Ja, und hier produzieren wir auch Wein. Ja, bei den Bauoptionen hat sich nichts getan. Wir können auch in dieser Folge keine Heiligtümer bauen. Nochmal ein Blick auf die Weltkarte. In der letzten Episode haben wir Solymi und Themiskria erobert. Ja, und Solymi kauft bei uns Holz und verkauft uns Bronze, und wir kriegen auch 8 Bronzebarren jährlich als Tribut. Das ist super. Die kriegen aber jetzt erstmal ein Geschenk, damit sie nicht mehr ganz so verbittert sind, nämlich Holz, großes Geschenk Holz, bitteschön. So, dann haben wir noch Themiskria hier. Und Themiskria kauft Marmor und verkauft uns Fleisch. Ist auch verbittert.
Haben wir denn noch Marmor? Ja, haben wir. Ein mittleres Geschenk Marmor sollte reichen. Antissa kauft bei uns Holz, Oliven und Olivenöl und verkauft uns Bronze. Hereum ist unser Vasall. Wir kriegen 12 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft bei uns Fisch und Wein und verkauft uns Marmor. Tirns als unser Vasall gibt uns 8 Stränge Wolle jährlich als Tribut, kauft Rüstungen, verkauft uns Fisch, Trauben und Wolle. Ja, und Medea als unser Vasall gibt uns 6 Krüge Olivenöl als Tribut, kauft Fleisch und verkauft uns Olivenöl. Ja, und dann haben wir noch unsere Rivalen. Argos produziert Fisch und Orangen und Korinth produziert Weizen und Wein. Ja, immer noch haben wir hier den Berg Olympus als unentdeckten Ort. Ja, und auf Kreta haben wir Dikte, Itanus und auch Anaphe, Städte, die von der Chimäre zerstört worden sind. Gut, ja, mit Salome als neuen Handelspartner können wir jetzt tatsächlich noch mehr Bronze einkaufen. Bronze war ja immer so unsere Ware, wo wir immer einen Mangel hatten bei unserer Rüstungs- und auch Skulpturenproduktion. Da können wir jetzt endlich mehr Bronze entsprechend einkaufen. Gut, der Pausenmodus kann aufgehoben werden. Wir bauen direkt den Handelsposten von Salome. Ja, der kann jetzt hier hin. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier auch noch etwas Holz verkaufen. Und da kaufen wir auch hier die Bronze ein. Wunderbar. So, und wir bräuchten allerdings jetzt auch ein Warenlager für Bronze. Das baue ich jetzt mal hier hin. So, wir nehmen zwar hier jetzt auch Bronze an, das werde ich aber jetzt rausnehmen, weil wir werden jetzt mal hier das Olivenöl ein bisschen höher stellen, was eingelagert werden kann. So, und ich möchte jetzt gerne unsere Stadt erweitern. Wir können diese beiden Wohngebiete nach hierhin spiegeln. Und da werde ich jetzt mal das Straßensystem schon mal aufbauen. Dann gehe ich in den Pausenmodus und dann reiße ich erstmal hier die Kunsthandwerkergilde ab und auch den Architekten. Den können wir allerdings dann hier aufbauen. Da baue ich auf beiden Seiten den Architekten. So, nochmal kurz den Pausenmodus aufheben. So, okay. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Hier, schön. So, jetzt können wir loslegen. Hier mal schnell noch die Allee bauen. Und auch hier. Gut, ja, und dann bauen wir das jetzt genauso auf wie die anderen beiden Wohngebiete. So, hier haben wir jetzt unsere beiden zusätzlichen Wohngebiete. Dann können wir die Straße hier noch weiter runterführen. So. Können das hier schließen mit der Straße. Ja, und Tirns wird wütend. Oh ja, da sollten wir vielleicht auch noch mal was tun. So, erstmal hier kommen die Sperren hin. So, Tirns, du kaufst Rüstungen. Können wir den Rüstungen schenken? Nein, können wir nicht, aber du kannst von uns Drachmen bekommen. Bitteschön. So, das gefällt mir schon ganz gut. Wir parzellieren jetzt nicht viel. Erstmal nur hier und auch hier. Wir brauchen natürlich jetzt hier ein Versorgungszentrum. Wir bauen das Silo. So, ja, das machen wir anders. Ja, gern geschehen, Timiskra. Wir bauen direkt 2 Silos. Na komm. So, sehr gut. Straße drumherum führen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Warenlager. 1 und 2. So, dieses
Warenlager wird natürlich das Olivenöl holen. Dieses Warenlager wird die Wolle holen. Und dann brauchen wir noch einen Architekten hier. Der kann hier hin. Ja, und dann können wir hier allerdings auch Sperren setzen. Ne? Gut. Wir sollten aber in beiden Wohngebieten definitiv noch die Klinik bauen. So, und da müssten jetzt überall die Theater reinpassen. Ja, wunderbar. Oh, da kommt auch schon jede Menge Weizen. Dann können wir in beiden Wohngebieten auch den Lebensmittelhändler platzieren. Ja, und die Besonderheit bei dieser Karte ist, dass wir nur an bestimmten Stellen maritime Gebäude errichten können, nämlich hier in diesen Buchten. Hier geht nichts mehr. Da sehen wir, die Klippen sind sehr nah hier und man kann keine maritimen Gebäude errichten, außer hier bei dieser zweiten Bucht. Die möchte ich jetzt anschließen, weil ich würde noch ein paar Triremhäfen bauen wollen. So, dann kann man das nämlich hier entsprechend anschließen. Dann können wir hier später noch Triremhäfen bauen. Na, eine Sperre sollte hier aber auf jeden Fall auch hin. So, Solomi, Dank für das Holz, bitteschön. Und Tirns, Dank für das Geld. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder zufrieden. Ja, und hier können wir entsprechend noch unsere Woll- und auch unsere Weinproduktion ausbauen, wenn nötig. Der Arbeitsmarkt, ja, das kann sich jetzt erstmal hier entsprechend entwickeln. Ja, wir haben ja hier auch noch fruchtbares Gebiet und Wild, was wir jagen können. Im weiteren Verlauf haben wir auch noch mal eine große Fläche, wo wir Landwirtschaft betreiben können. Also wir können unsere Stadt richtig gut ausbauen und mit allem versorgen. So, dann könnten wir hier die Allee auch schon mal weiter bauen. Oh, Hereum kauft mehr Wein. Oh, das ist ja schön. Jetzt können wir auch Wein verkaufen. Das finde ich gut. So, Hereum kauft jetzt Wein. Oh, 24 Amphoren im Jahr. Stellen wir mal auf 6 ein. So, bei Medea können wir eigentlich nichts verkaufen, außer vielleicht Fleisch, aber das lassen wir jetzt mal. Ja, und hier bei Tirns können wir auch wieder Rüstungen verkaufen. Ne? Jetzt, wo wir so viel Bronze einkaufen können, könnten wir eventuell noch eine Waffenschmiede bauen. Viel Platz habe ich aber jetzt nicht mehr, aber hier könnte noch eine hin. Ne? Wir machen das anders. Den Jagdhof reißen wir ab, dann bauen wir hier noch eine Waffenschmiede auf und dann bauen wir hier den Jagdhof auf. Ja. Ja, und wir sehen, es fehlen natürlich hier Rüstungen. Wir haben ja Solimi in der letzten Episode erobert. Da sind doch einige Verluste zu beklagen. Dann verkaufen wir jetzt doch keine Rüstungen hier. Dann warten wir erstmal. So, wir können aber hier definitiv nochmal 2 Kältereien bauen. Ja, wie erweitern wir das denn jetzt am besten? Ja, wir können das ja nach hierhin erweitern. Genau. Bauen wir hier nochmal einen Architekten auf. Und dann bauen wir hier nochmal 2 Kältereien auf.
Hier muss auch eine Sperre noch hin. Dann ist das hier geschlossen. Ja, dann können wir die Allee auch weiterführen. Ne? Hier, wo die Sperren sind, setze ich immer der Vollständigkeit halber noch eine Bank auf. Und dann sieht das gut aus. Ja, und schaut euch an, so schnell ist hier unser Versorgungszentrum mit Ware gefüllt. Wahnsinn. So, dann komm, dann parzellieren wir dann noch ein bisschen hier, oder? Das habe ich irgendwie anders gebaut, oder? Mit dem Weg da rein. Ja, mal eben kurz schauen, wie wir das hier gemacht haben. Wir haben 2 Eingänge in das Wohngebiet gebaut. Okay. Das können wir jetzt ganz schnell ändern. Das war so. Ach, jetzt rebelliert Turns. Ach, anstrengend. So, Sperre nicht vergessen. Und dann nochmal 3 Parzellen. Genau, und jetzt passt es. So, das gleiche machen wir natürlich hier auch. Wunderbar. Jetzt passt es auch. So, dann können wir jetzt auch hier schon das Podium bauen. So, hier natürlich auch. Ja, und das Steuerbüro sollten wir jetzt auch nicht vergessen. Ja, und hier haben wir noch Platz. Da würde ich jetzt tatsächlich noch mal eine Philosophenschule bauen. Für Verschönerung brauchen wir noch ein bisschen Platz. Okay, Jahresanfang. Wir nehmen wieder Tribute an. So, und auch Bronze können wir jetzt annehmen. Wie schön. Okay, wir sollten hier noch Verschönerungen einplanen. Deswegen setzen wir die beiden Gebäude so hier hin. Ja. Dann können wir nämlich hier noch die Allee bauen. So, und hier kommt jetzt mal ein Vogelbad hin. Das ist doch schick. Gut, das kann sich jetzt hier weiterentwickeln. Ja, wir werden jetzt im Laufe der noch folgenden Episoden hier diese beiden Wohngebiete auch nochmal voll entwickeln. Naja, und mein Ziel ist es, dass Lykia zum Schluss mindestens 10.000 Einwohner aufweisen soll. Ja, Hera stolziert durch unsere Stadt, segnet unsere Orangenplantagen. Ja, können wir die Straße hier weiterführen. Tja, wir haben leider jetzt keinen weiteren Handelsposten hier. Na, vielleicht baue ich den Handelsposten hier auf. So, ja, das finde ich besser. Etwas kompakter. So, dann können wir hier den Marmor weiterhin verkaufen. Ja, und hier haben wir noch die Möglichkeit, weitere Weizenfarmen zu bauen.
Ja, und ein Blick auf die Ziele zeigt, dass wir ja schon 2 Ziele erreicht haben. Unsere Schatzkasse hat mehr als 30.000 Drachmen und wir haben eine Bevölkerung über 3.000 Einwohner. Wir müssen jetzt nur noch das Ungeheuer, die Echidna, niederstrecken. Gut, dann müssen wir warten, bis sie unsere Stadt erreicht. Ja, wenn wir Bellerophon rufen, brauchen wir noch einen dritten Pferdehof. Den baue ich ja immer hier in unserem Gewerbegebiet. Und zwar können wir den hier hinbauen. Ja, der Arbeitsmarkt sieht soweit ganz gut aus. So, ich parzelliere jetzt dieses Wohngebiet hier schon mal komplett, weil ich gleich noch weitere Triremenhäfen bauen möchte. Ja, und ich glaube, wir können hier noch ein paar Sägemühlen errichten. Holz können wir jetzt eigentlich ganz gut verkaufen hier. Tja, Oliven brauchen wir auch nicht anzupflanzen. Da haben wir auch mehr als genug. Wir könnten Antissa schon mal wieder ein Geschenk machen. Großes Geschenk Oliven. Dann kannst du uns auch Bronze geben. Ach nee, das geht im Moment nicht. Okay. Ja, und Solomie, wie sieht es bei dir aus? Ja, na komm. Fordern wir mal direkt. Kriegst du auch direkt etwas Holz? Mittleres Geschenk Holz, bitteschön. Ja, und solange jetzt hier die gehobenen Wohnungen erstmal Waffen brauchen, können wir hier auf der Agora schon mal den Einkauf von Pferden stoppen, damit wir nachher genügend Pferde für Bellerophon haben. Antissa dankt für die Oliven, bitteschön. Und auch Solomie dankt für das Holz. So, wie sieht denn die Nahrungsversorgung überhaupt aus? Gerade genug, das finde ich zu wenig. Wir könnten hier dieses fruchtbare Gebiet schon mal erschließen. Bauen wir hier nochmal ein paar Weizenfarmen auf. Na. So, wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren von Solomie. Dankeschön. Gut, dann haben wir das hier erschlossen, aber ja, die Sperren nicht vergessen hier. So, hier auch. Und dann kommt hier natürlich der Architekt hin. Gut. So, hier kann der Wollhändler auf der Agora platziert werden. Ja, es ist soweit. Die Echidna greift an und zwar in 3 Monaten. Okay. Und wir können die Halle des Bellerophon dafür bauen. Bevor ich das tue, wir haben über 100 Arbeitslose. Das heißt, wir können hier jetzt unseren Triremenhafen bauen, den ich bauen möchte. So, und dann schließen wir den hier auch noch an. Dann gehen wir mal hier so und so. Aber ich glaube, hier können wir keinen weiteren Triremenhafen bauen. Ich glaube nicht. So, aber dafür einen Architekten. Wie immer platzieren wir die Halle des Bellerophon hier in unserem Gewerbegebiet. So, wie sieht es denn aus? Ja, wir brauchen die Pferde und wir brauchen die Bronze. Okay, ja, Bronze werden wir jetzt mal wieder hamstern. Und wir werden jetzt mal Antissa fragen, ob sie uns Bronze geben kann. Ja, jetzt tut sie das. Dann kriegt sie direkt nochmal Oliven. Aber wir haben ja noch 3 Monate Zeit. Na, vielleicht schaffen wir das ja, bevor Echidna unsere Stadt erreicht, dass wir Bellerophon rufen können. Das wäre natürlich schön. Oh, schaut euch an, wie schön sich hier dieses Wohngebiet weiterentwickelt.
Ja, ich weiß, bald wird die Echidna angreifen. So, Antissa, Dank für die Oliven, bitteschön. Ja, ich habe hier die Lagerhäuser leider direkt an die Straße gebaut. Normalerweise würde ich ja jetzt hier eine Allee bauen, aber wir haben ja noch Denkmäler. Deswegen setzen wir jetzt hier Denkmäler hin und dann sollte das die Attraktivität auf jeden Fall erhöhen. So, Bellerophon, wie sieht's aus? Ne, wir müssen noch ein bisschen warten. Solimi, hast du noch mal Bronze für uns? Ja, und das ist sehr nett. Oh, direkt verbittert, du lieber Gott, komm her. Kriegst ein mittleres Geschenk Holz? Ja, kriegst du. Ja, komm, dann bauen wir hier noch weitere Sägemühlen auf. Ja, und dann bauen wir noch 2 Olivenpressen hier auf. Ja, es ist soweit. Die Echidna ist in unserer Stadt. Wo ist sie? Oh, Antissa gewährt uns nochmal 6 Bronzebarren. Nehmen wir an, danke. Und die Rebellion in Tirns ist vorüber. Ja, wie schön. Und Solomi, Dank für das Holz. Aha, hier ist sie. Okay. Ja. Weit weg von unserer Stadt. Das hat aber nichts zu sagen. Die wird sich bestimmt gleich auf den Weg machen. Ja, das sieht schon danach aus, oder? Na, im Moment tötet sie eher das Wild und unsere Jäger. Ja, und hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat sich schon wieder sehr gut entwickelt. Da ist jetzt nur noch ein Wohnhaus, das noch keine Rüstungen hat. Das wird sich aber auch gleich ändern. So, wir kriegen auch nochmal 6 Bronzebarren von Solimi. Dankeschön. Und die Echidna ist auf dem Weg. Ach nee, doch nicht. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem, das ist schlecht. Und wir haben Jahresanfang. Wir können wieder Tribute entgegennehmen. So, also Bronze müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Ja. Wir brauchen jetzt nur noch 5 Pferde. Ja, ihr seht jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern und ui, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir bauen nochmal hier Weizenfarmen auf. Was können wir hier machen? Ja, das geht. 3 Stück. Dann müssen wir die Straße hier bauen. Und dann bauen wir auch nochmal einen Architekten. So, Oliven werden jetzt geerntet. Ich würde aber trotzdem noch mal 2 Landarbeiterlager bauen hier. Und auch noch weitere Olivenbäume. Ja, die Echidna macht sich gerade auf den Weg hier zu unserem Triremhafen. Was passiert jetzt hier? Oh. Architekt wurde getötet, okay. Aber Gebäude hat sie jetzt noch nicht zerstört, das ist ja schon mal gut. Ja, hier haben wir eigentlich auch alles mehr als genug, ne? Wir bauen trotzdem hier nochmal 2 Wollsammelstellen auf. Und unsere Schafe. So, wie sieht es denn jetzt aus bei unserem Helden? Na, 2 Pferde fehlen noch. Ja, aber die Echidna ist jetzt keine Gefahr für unsere Stadt. Das kann man durchaus sagen. Nicht so schlimm wie die Chimäre, die wir hatten. Die war wirklich lästig. So, mittlerweile haben wir alle Ressourcen, um unseren Helden Bellerophon erneut zu rufen, die Echidna zu töten. Okay, dann tun wir das mal. So, dieser Pferdehof könnte abgerissen werden, lassen wir aber jetzt mal. Wir haben genug Arbeitslose. Wir können allerdings natürlich die Bronze wieder nutzen. Ja, und natürlich müssen wir hier auf der Agora
den Einkauf von Pferden wieder entsprechend aktivieren. Und wir können bei Turns auch jetzt die Rüstung verkaufen. Ich gehe davon aus, dass jetzt die gehobenen Wohnungen alle Rüstungen haben. Ja, wir haben immer noch relativ viel Arbeitslose. Wir können ein paar Kunsthandwerkergilden bauen. Die baue ich ja immer, wenn wir tatsächlich so viel Arbeitslose haben. Na, bauen wir mal 3 Stück hier hin. Ja, damit kriegt man sie relativ schnell runter, die Arbeitslosenquote. Ups! Die Echidna hat unsere Agora in diesem Wohngebiet hier zerstört. Ah, das ist aber frech. Ja, hatte ich eben gesagt, dass sie nicht so schlimm ist, ist sie doch recht nervig. Okay, dann schnell hier wieder alles aufbauen. Gut, Gott sei Dank haben wir alles an Waren da. Gut, Pausenmodus wieder auf. Das ist natürlich nervig. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich dachte echt, dieses Viech wäre jetzt nur da hinten in der Ecke. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Das ist klar. Ja, komm, dann müssen wir das hier mal eben parzellieren. So. Ja, Bellerophon, du kannst jetzt allmählich mal kommen. Ja, aber die Agora ist schon wieder mit allen Waren versorgt. Gott sei Dank haben wir alles in Hülle und Fülle hier. Der große Bellerophon steht zu Diensten. Na Gott sei Dank. Bellerophon ist da. Wo ist er? Da kommt er. Wieder an. Stolziert. Mit den ganzen neuen Bürgern, die jetzt in unsere Stadt einwandern. Ja, und die Echidna hat tatsächlich unseren Triremhafen zerstört. Das finde ich ja unverschämt. Den bauen wir direkt mal wieder auf. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis Bellerophon hier in die hinterste Ecke unserer Karte kommt. Ja, aber ihr seht, unser Wohngebiet entwickelt sich jetzt wieder neu. Ja, wir brauchen relativ viel an Arbeiter, aber da werde ich jetzt einfach nichts Großartiges dran verändern. Das geht jetzt ganz schnell, dass hier die Bürger wieder einwandern. Da kommt schon wieder dieses Viech. Schon wieder meinen Triremhafen zerstört. Naja, jetzt warte ich aber tatsächlich, bis Bellerophon hier seine Arbeit getan hat. Da kommt er nämlich endlich. So, diesmal treffen sie hoffentlich schneller zusammen. Ja, den Triremhafen bauen wir jetzt auf wieder. Das zweite Mal. Ja, und Bellerophon hat es jetzt geschafft und tötet die Echidna. Ja, und wir haben es geschafft. Oh, Antissa kauft mir Olivenöl. Aha. Die
Die Kikna wurde erschlagen, wunderbar. Damit haben wir alle Ziele erreicht und können diese Episode relativ schnell beenden. Vielleicht ist es doch nicht so übel, Bellerophon in seiner Nähe zu haben. Er hat Echidna besiegt, ohne auch nur in Schweiß auszubrechen. Die Stadt ist sicher vor dem Zorn des Ungeheuers. Nun hat man ihn sagen hören, dass er um Philonoes willen seine Probleme mit Steneböa beilegen will. Vielleicht gelingt es den beiden doch noch, ihre Probleme aus der Welt zu schaffen. Dr. Melampus ist gerührt von der Zuneigung, die du für deine Enkelinnen empfindest und hat sich bereit erklärt, auf seinen Lohn zu verzichten, wenn er die schönste Enkelin heiraten darf. Deine Enkelin könnte ein schlimmeres Los treffen, als Frau eines Arztes zu sein. Erfolgreich haben wir nun diese Episode abgeschlossen. Ja, und die 7. und auch letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Das Glückrad dreht sich. Hört sich vielsagend an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir diese letzte Episode starten. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.